Also Bay to Bay 2026 mit Top-Wetter. Das wird richtig spannend, deswegen ist das auch so leer wahrscheinlich, weil wir das richtig hackig draußen haben werden. 6 Beaufort, glatte See, ablandiger Wind. Und es haben doch einige gesagt, da fahre ich besser nicht mit. Ja, wir sind trotzdem dabei mit unserem schnellen Wahoo. Und dann paar K1, paar K3, paar Dart 18, Nacra 5.0, ein Hobbycat. Den da hinten kenne ich nicht. Wir haben Juni. Es ist mal wieder Zeit für die Katamaran-Regatta mit den Strander Katamaranseglern. Sind hier direkt neben dem Olympiazentrum in Kiel-Schilksee vor den Toren Kiels, also einem Top-Segelrevier. Und heute geht es halt mit einer relativ kleinen Mannschaft rüber in die Eckernförder Bucht, Höhe Surndorf und wieder zurück, also Bay-to-Bay-Regatta, alles mit Katamaran, alles sehr schnell. Bei diesen gehobenen Winden ist denn doch nicht jeder bereit, da mitzusegeln, ist also doch etwas anspruchsvoller dieses Mal oder kann es schnell werden, wenn man dann doch unterwegs Probleme bekommt. Und so machen sich alle Teilnehmer ihre Schiffe bereit und stellen sie unten an den Strand fertig gemacht. Wir hatten nicht auf alles geachtet, eine Checkliste wäre besser gewesen. Wir haben vergessen, den Cunningham einzuhängen und werden es erst später feststellen, dass wir unser Groß gar nicht durchgesetzt haben. Und so bereiten wir uns auch vor und ziehen uns genug Wärmeschutz an und treffen uns dann zur Steuermannbesprechung. 2 große Fehler werde ich machen. Also den Cunningham habe ich nicht angeschlossen und werde das Segel anfangs gar nicht durchsetzen, damit er ordentlich Performance verlieren. Und zweitens hier bei der Steuermannbesprechung, da überhöre ich den kleinen Nebensatz, wo denn die erste gelbe Kabeltrommel ist, die wir umrunden müssen, nämlich Drittelweg zum Leuchtturm nach Kiel, und habe gedacht, wir haben eine Tonne, die hier bis Bülk ist zum Runden. Und ja, also wir werden nachher einen extra Weg fahren. Regatta drauf, oder? Nee, Kabeltonnen sind die zwischen Bülk und Leuchtturm. Davon gibt es genau 2 Stück, jeweils auf einem Drittel der Strecke. Ja, und die innerste. Genau. Und die Lage außen oder innen? Die innere, die zur Landseite, die nehmen wir. Ja, aber außen. Ja, immer gegen den Uhrzeigersinn. Backbord lassen. Wenn du die zweite Tonne nimmst, hast du automatisch die erste auch erreicht. Gut. Ja, dann mache ich auch noch mal sicher. Du kannst ja eh lang fahren. Am besten ist du erst mal hin und winkst. Nein, ich gucke mir an, wo ihr fahrt. Ihr seid ja schnell. Dann zweite Tonne nehmen wir die untiefste Tonne vor Dänisch-Nienhof. Die erste Nordtonne. Genau. Ja, ich glaube eher nicht heute. Ist da bei der Tonne irgendwo eine Landmarke, an der man sich orientieren kann aus der Distanz? Die ist fast bis zur Brücke. Also Fast bis zur Seebrücke, ne? Ja. Das ist der kleine Trupp. Man hört schön das Singen der Wanten. Also für mich immer, wenn man das Gesinge der Wanten und der Fallen im Hafen hört, ist allerhöchste Vorsicht beim Segeln geboten. Also dann ist das da draußen wirklich anspruchsvoll mit Segeln auf kleinen Booten, erst recht auf Katamaranen. Und das ist der anstehende Kurs. Also von Kiel-Schilksee bzw. Strande geht's aus der Kieler Förde raus Richtung Leuchtturm zur ersten gelben Kabeltonne, dann rüber in die Eckernförder Bucht, Höhe Surndorf, um die Untiefentonne herum und dann auf schnellsten und direkten Weg zurück zum Start. Wir sehen uns an der Tonne, Norbert. In Surndorf. Das ist also unser Wahoo, ein Nacra 570, ein schönes, schnelles Boot. Und die Boote der anderen Teilnehmer, also vorne hier ein Nacra 5.0, ein Topcat K3, der Dart hier, daneben mit dem bunten Segel dann ein Hobbycat.
Von dem vielen Wind, der uns draußen erwartet, ist hier noch nicht viel zu spüren. Aber es wird sich ändern. Wir werden wirklich allerfeinsten Wind haben. Es läuft besser, als ich erwartet habe. Dann mal viel Spaß. Also Bay to Bay 2026 mit Top-Wetter. Das wird richtig spannend, deswegen ist das auch so leer wahrscheinlich, weil wir das richtig hackig draußen haben werden. 6 Beaufort, glatte See, ablandiger Wind. Und es haben doch einige gesagt, da fahre ich besser nicht mit. Ja, wir sind trotzdem dabei mit unserem schnellen Wahoo. Und dann ein paar K1, ein paar K3, ein paar Dart 18, Nakra 5.0, ein Hobbycat. Den da hinten kenne ich nicht. Okay, ich denke mal, das wird viel Spaß machen. Ich hoffe, wir kommen heil zurück. Dass wir ja kein Malheur haben unterwegs. Aber Respekt sollte man haben heute. Noch einmal ein Blick auf Wind und Wetter. Um 13 Uhr, also wir fahren trocken los, haben wir ja Glück. Und dann, ja, genau, wir kommen ja, wenn wir pünktlich um 12 starten, kommen wir trocken weg und dann kommt ein kleines Regenfeld hinterher, das uns so um 1 erreicht. Das ist doch nicht schlecht, das ist gut. Vielleicht sogar schon fast auf der Rückfahrt. Da sind, ja, weiß ich nicht. Du hast recht, wir können schnell sein bei dem Wind. Also der Wind Aber so in Richtung, ne? ist, da haben wir jetzt ja schon, also um 1 haben wir 6 bevor du. Also ich weiß nicht, also ich tippe mal, wir fluchen daher, dass wir nicht das kleine Segel genommen haben. Also jetzt ist es noch okay, obwohl im Landesinnern haben wir eigentlich auch schon 6, sagt er hier. Also Wetter Online zumindest. Also ich Und bin dann- sofort dabei, das noch mit anzubauen. Na, jetzt nicht, also eine halbe Stunde vor Start. 6 bevor. Das wird happig. Wie der Nachbar schon sagte, ne? Das wird heute kein Kindergeburtstag. Das läuft doch schon ordentlich. Ja, also wir kommen also ziemlich mit Wind von hinten, merken wir noch nicht viel. Ist ja alles flach jetzt. Und dann geht es mit halbem Wind Richtung Bucht und dann am Wind um die Tonne hinten in der Eckernförderbucht. Aber wir haben auf dem Windkurs haben wir am Ne, Wind, oder? ja, wir haben, also wenn wir raussegeln, haben wir ziemlich genau von hinten. Das, Von wird, hinten, ja. das wird wahrscheinlich bei 6 Uhr vor. Aber wir sind noch ein bisschen in der Windabdeckung. Hm. Mal gucken, wie das wird. Also von Also, hinten das kann das auch Südwind. schon geil werden. Südwind. Ja, ungewöhnlich, ne? Ja, Südwest, ne? Ziemlich Südwest. Okay, aber dann kommt man schnell zurück. Temperaturen sind 16. Ja, das ist ja gut. Also Startschuss ist gefallen. Dann drehen wir so rum, ja? Ich gehe rauf. Machen wir ein bisschen noch da. Noch nicht ganz. Ja, rauf. So, also die ersten fahren schon los. Wir folgen. Erstmal die Ruderblätter runter. Und uns erwarten 2 Stunden feinstes Kattsegeln. Mal dichter die Fock. Noch sind wir in der Windabdeckung. Und wie zu sehen, die Kenningham ist vorne noch belegt, also nicht am Segel. Das ist mir wirklich nicht aufgefallen. Also wirklich richtig grober Patzer von mir, das nicht gesehen zu haben.
Und das Feld verstreut sich relativ schnell. Also ich fahre noch einen Tick weiter raus. Der Hobbycut ist recht flott. Und der Dart ist auch weiter abgefallen. Also bislang ist noch alles schön easy. Wind von hinten. Fühlt sich alles gut an. So, da kommt der erste Drücker. Da merkt man gleich, der Wind ist da und immer nur phasenweise. Und noch ist stark bewölkt, aber zum Schluss der Fahrt wird die Wolkendecke aufreißen und wir werden belohnt mit allerbesten Sonnenschein. So, da vorne müssen wir rum um Bild. Aber die anderen fahren auch noch weiter, eigentlich weg von der ersten Wendemarke. Erster geiler Drücker war eben. Jetzt kommt er! Also macht schon Riesenspaß, mit richtig Schutzspeed da durch flaches Wasser zu jagen mit so einem Katamaran. So, der Hubi will weiter raus. Der will mehr Wind haben. Und die anderen sind alle, guck mal, wie weit die hinter uns sind, die anderen. Also im Moment wird es ein Battle mit Norbert und uns. Die anderen sind doch weit weg. Also der Speed reicht doch, wir haben 17, 18 gerade. Also mittlerweile haben wir gemerkt, die anderen fahren weiter raus. Und das nicht, weil sie von der Landabdeckung mehr Wind suchen, sondern dass da draußen eine Tonne ist, nämlich die hier. Also sind wir da auch nochmal hingefahren, um dann einmal die Tonne zu umrunden. Also die gelbe Kabeltonne einmal rum. Das heißt direkt jetzt zur nächsten Wendemarke nach Sohndorf. Und jetzt geht es auch an den Wind ran. Da kommt er dort angeschossen. Geh ruhig raus. Haben wir auch registriert, dass das Segel gar nicht durchgesetzt ist. Also erstmal Cunningham direkt ans Segel ran, dann das Segel schön durchsetzen und den Cut ja jetzt erst richtig scharf schalten. Und wird man auch gleich merken, also wir fahren gleich ganz anders als vorher. Vorher hatten wir ja alles Wind von hinten, da war es jetzt noch nicht so entscheidend. Und nun fahren wir
mit scharfem Segel. Also Vorschulter raus, schön Gewicht machen, Segel anziehen und der heiße Ritt beginnt. Und selbst hier draußen, wir sind jetzt also über Stoller Grund, der hat oft sehr viel Wellen, aber heute ist er richtig schön flach, sodass man richtig schön mit Speed durchs Wasser jagen kann. Macht einfach irre Laune. Wir sehen immer wieder Yachten um uns herum, die also richtig schön Lage machen, also mit dem vielen Wind ordentlich zur Seite gedrückt werden. Mein Vorschuh, wird nachher sagen, er war noch nie so schnell segeln. Für ihn ist es das zweite Mal auf dem Katamaran. Wir hatten am Tag davor etwas geübt, dass er im Trapez hängt und ein bisschen auf dem Katmar sich bewegt. Er wird richtig begeistert sein. So ging es den langen Weg über den Stoller Grund, jetzt Anfang in die Eckernförder Bucht rein, wieder mehr in die Landabdeckung. Der Wind reduziert sich hier ein bisschen. Und immer wieder kamen Böen rein. Also man sieht, da kommt wieder ein dunkleres Wolkengebilde auf uns zu. Das wird ja meistens mit stärkeren Böen begleitet. Aber noch ist keiner auf dem Rückweg. Alle fahren jetzt erstmal zur zweiten Wendemarke. Und da ist sie. Die zweite Wendemarke. Die Untiefentonne bei der Betonschute in Surndorf. Bin ich jetzt zu gern tauchen immer wieder. Nun umrunde ich sie in der Regatta. Neben uns ist dann Norbert auf seinem K3. Der sucht wieder weiter raus den Wind. Wir bleiben dichter unter Land und fahren jetzt mit Wind von hinten. Wie man sieht, jetzt ist er ordentlich runtergegangen. Zu viel in der Windabdeckung. Und halsen auch nochmal, um ein bisschen weiter rauszukommen, um wieder Wind zu finden. Ja, da ist nochmal Norbert. Zu wenig Wind. Und bei uns ist auch fast Windstille gewesen hier. Also Wechsel von 6 Beaufort auf irgendwie gefühlt 1 Beaufort hier. Da müssten wir erstmal raus hier aus dieser windstillen Zone. Weißt du, der Blaue, der gehörte gar nicht zu uns. Ein schöner Kontrast. Erst so übers Wasser jagen und dann dümpelt man so ganz langsam dahin. Aber es wird sich gleich wieder ändern. Die Jagd geht weiter. Nächste Regenfront. So, wirst du einen Energieriegel haben? Du musst hier nochmal
Die ganze Rumpflänge rein ins Wasser. Segeldicht. Gewicht raus. Und einfach nur Spaß haben.